Dein Kind wurde dieses Jahr auserwählt für das Opferfest. Wahrscheinlich. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Tabitha Weseli und heute geht es um Halloween. Ihr könnt uns erstmal gern abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine coolen Videos mehr. Es ist Oktober und es wird wieder früher dunkel. Wer hast das auch? Jetzt musst du deinen Finger in der Kamera. Und überall hört man Halloween. Zwar finden wegen Corona die ganzen großen Halloween-Partys und Events nicht statt, dafür genügen kleine Halloween-Partys. Aber was ist eigentlich Halloween? Wo kommt das her? Mal abgesehen davon, dass Halloween in den letzten 20 Jahren aus den USA zu uns rübergeschleppt ist. Halloween ist am 31. Oktober, dem Abend vor dem katholischen Feiertag Allerheiligen. Daher hat Halloween auch seinen Namen. All Hallows Eve bedeutet Abend vor Allerheiligen. Vielleicht gehörst du auch zu den Leuten, die denken, Halloween wäre eigentlich eine amerikanische Erfindung, weil es ja schließlich auch von dort kommt. Ich habe früher zum Beispiel gedacht, Halloween wäre irgendwie die Parallelveranstaltung der Amis zu Fastnacht. Bei uns verkleiden sich die Leute an Karneval und in den USA an Halloween. Aber in Wirklichkeit hat Halloween seinen Ursprung in Europa, und zwar in Irland. Dort wurde Halloween schon von den Kelten gefeiert und die lebten bereits zur Zeit der Römer, also vor 2000 Jahren. Als irische Auswanderer in die USA ausgewandert sind, haben sie Halloween dorthin mitgenommen. Die folgenden Infos haben wir von verschiedenen Internetseiten zu Irland und der keltischen Geschichte zusammengestellt. Ihr findet die Sachen auch auf die grüne Insel, irish.net oder der Keltenverein. Am 31. Oktober feierten die Kelten das Samhain-Fest. Das Wort Samhain heißt Ende des Sommers. Dieses Fest wird auch Totenfest genannt. Laut keltischer Tradition steht in dieser Nacht das Tor zur Totenwelt offen. Die Totenwelt wird in der keltischen Tradition auch Anderswelt genannt. Die Menschen hatten Angst, weil sie glaubten, dass durch dieses offene Tor die Geister der Toten in ihre Welt kommen und sich an den Lebenden rächen. Um von den Toten dann nicht erkannt zu werden, haben sich die Menschen abschreckende Verkleidungen ausgedacht. Um den Totengott freundlich zu stimmen, wurden außerdem noch Opfer gebracht. Sogenannte Fruchtbarkeitsopfer oder Blutopfer. Diese Blutopfer waren entweder Tieropfer oder kleine Kinder. Beides war völlig normal. Krank. Wie gesagt, das steht schwarz auf weiß auf der Homepage von Irland. In Jahren mit extrem schlechten Ernten hatten die Menschen offenbar das Gefühl, sie müssten den Totengott besonders beschenken, damit er wieder freundlich gestimmt ist. In solchen schlechten Jahren wurden bis zu 2/3 aller erstgeborenen Kinder geopfert. 2/3 aller erstgeborenen Kinder getötet. Leute, was ist falsch bei denen gelaufen? Dazu wurden sogenannte Knochenfeuer entzündet, in denen die Opfer verbrannt wurden. Die Druiden waren die Priester der Kelten und diese Druiden segneten dann die Knochenfeuer. Man geht davon aus, dass vor rund 2000 Jahren das erste Halloween-Fest in Irland gefeiert wurde. Und auch heute gibt es noch Samhain-Feste als keltischen Brauch. In Irland, aber auch in Deutschland. Zum Beispiel in der Gegend, wo wir wohnen, am Donnersberg. Und dann ist noch die Frage, was hat es mit den Süßigkeiten auf sich? Süßigkeiten wurden am Samhain auf die Gräber gestellt. Es ging um die Kontaktaufnahme zu den verstorbenen Ahnen, also zu den Toten. Was den tieferen Hintergrund von Halloween betrifft, gibt es immer wieder Aussagen, dass es ja nur Mythen oder Märchen wären. Allerdings sind diese keltischen Traditionen vielseitig belegt. Außerdem reichen sie teilweise bis in die heutige Zeit. Auf der Homepage des Keltenvereins wird die Durchlässigkeit zur Totenwelt als Möglichkeit dargestellt, mit den Ahnen, also den Toten, in Kontakt zu treten. Auf dieser Homepage wird dann betont, dass man davor keine Angst haben muss. Nee, da gehe ich schon mal nicht drauf. Betrachtet man diese ganzen Zusammenhänge, wird eins klar. Halloween ist ein okkultes Fest mit einer grausamen Geschichte. Also sollten wir Christen Halloween feiern? Wenn es um Kontaktaufnahme mit Toten geht, dann nennt man das Totenbeschwörung. Und zum Thema Totenbeschwörung ist die Bibel ziemlich klar. Wir sollten auf keinen Fall versuchen, mit den Toten in Kontakt zu treten. Im 3. Mose 19 steht, wendet euch nicht an die Wahrsage oder an die Leute, die die Geister der Toten befragen. Und im 1. Korinther 10 können wir lesen, König Saul fand den Tod, weil er dem Herrn untreu geworden war. Er hatte seine Weisungen nicht befolgt und sogar eine Totenbeschwörerin gefragt. Aber vielleicht sagst du jetzt, kein Problem, ich will ja nur Spaß haben. Ich nehme doch nicht mit Toten Kontakt auf. Aber auch wenn du das nicht machst, dann ist Halloween immer noch ein Fest mit
okkultem Hintergrund. Und zu solchen Festen gibt es ebenfalls eine eindeutige Aussage in der Bibel. Im 4. Mose wird die Geschichte beschrieben, in denen die Israeliten zu den Opferfesten der Moabiter gegangen sind. Sie feierten mit den Moabitern, aßen von dem Opferfleisch und warfen sich schließlich vor dem Moabitergott Baal zu Boden. Für die betreffenden Israeliten hat das kein gutes Ende genommen. Sie mussten alle sterben. Gott sagt in den 10 Geboten, dass er ein leidenschaftlicher, liebender Gott ist und er möchte nicht, dass wir uns mit fremden Göttern beschäftigen. Jesus liebt uns so sehr, dass er sein Leben für uns gegeben hat, damit wir mit ihm zusammen sein können. Er möchte uns das Leben in Fülle geben. Dazu passt die Verherrlichung von Tod und Geistern und Angst gar nicht. Klar, die heutigen Feste von Halloween und das von Haus zu Haus gehen der Kinder, um Süßigkeiten zu sammeln, hat natürlich keine derartigen Hintergedanken. Doch sollten wir als Christen darüber nachdenken, ob wir ein Fest feiern wollen, das erstens einem anderen Gott geweiht war, dem toten Gott der Kelten, zweitens eine grausame Geschichte hat mit dem Opfer von Kindern als Fruchtbarkeitsopfer und drittens bewusst auf den Kontakt mit der Totenwelt ausgelegt war und ist, der Anderswelt. Dabei geht es nicht um Spaßverderben. In Zeiten vor Corona gab es deutschlandweit an Halloween genauso wie an der sogenannten Hexennacht am 30. April coole und interessante christliche Festivals. Das geht natürlich jetzt nicht, aber warum nicht in deiner Gemeinde eine Alternativveranstaltung machen? Eine Party, die nicht dem toten Gott geweiht ist, sondern unserem Gott, Jesus Christ. Ja, also Leute, schlagt es auf jeden Fall mal vor in eurer Gemeinde, das ist einfach viel cooler als Halloween zu feiern. Weil immer an das Video denken, wenn ihr doch auf so eine Party gehen solltet. Habt mein Gesicht in Erinnerung. Macht was Gutes an Halloween und nicht so ein Quatsch. Ihr könnt es noch abonnieren und die Glocke aktivieren und dann sehen wir euch nächste Woche wieder. Und bis dahin noch ein schönes restliches Wochenende. Und schöne Ferien für die Leute, die Herbstferien haben, so wie ich. Tschüssi!